und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich einen Gurkenrelish mache. Da die Gurken über Nacht in einer Salzlösung ziehen, fängt man am besten am Vorabend mit der Zubereitung an. Die Gurken, ungefähr 800 Gramm, werden geschält, wobei man ruhig ein paar grüne Streifen stehen lassen kann. Das lockert die Farben auf. Die Gurken werden längs halbiert und die wässrigen Kerne entfernt. Man hat ca. 500 Gramm übrig. Nun müssen sie fein gewürfelt, das heißt in Würfel von 1 mm Kantenlänge geschnitten werden. Das kann man von Hand machen oder man gibt sie in einen Zerkleinerer. Das gibt keine perfekten Würfel, aber man spart unendlich Zeit. Im Anschluss daran werden 200 Gramm Zwiebeln fein gewürfelt. Meinen Augen zuliebe verwende ich auch dafür den Zerkleinerer. Dabei muss man einerseits darauf achten, die Zwiebeln grob vorzuschneiden, damit sie von den Messern der Maschine erfasst werden können. Andererseits darf man den Motor nicht zu lange laufen lassen, damit man nicht mit einem Brei endet. Das gleiche gilt für die 200 Gramm Paprika, was ungefähr einer großen Paprika entspricht. Im Zerkleinerer schäumt die Paprika ein bisschen auf, das macht aber nichts. Je nach Vorliebe kommen noch 50 bis 100 Gramm Stangensellerie dazu. Sellerie ergänzt sich sehr gut mit Fleisch und gibt diesem einen herzhafteren Geschmack. Da ich nur eine kleine Menge verwende, schneide ich den Stangensellerie von Hand, denn bei zu kleinen Mengen versagt die Maschine. Alle Zutaten habe ich in eine Schüssel gegeben und nun kommen 35 Gramm grobes Meersalz darüber und werden untergerührt. Das Salz entzieht dem Gemüse Feuchtigkeit und muss deswegen für 10 Stunden oder über Nacht stehen gelassen werden. Um Plastik zu vermeiden, decke ich die Schüssel mit einem Teller ab und sie kommt in den Kühlschrank. Am nächsten Tag bereite ich zunächst die Gläser vor. In einen Topf gebe ich Wasser und da hinein gebe ich meine Gläser, Deckel und später noch die Einfüllhilfe. Alles lasse ich aufkochen und mindestens 10 Minuten simmern, damit es steril werden kann. Die Gurkenmischung wird in ein Sieb gegeben und abgespült. In einen Topf gebe ich 150 Gramm Zucker und 200 Milliliter Essig sowie einen Esslöffel Senfkörner, einen halben Teelöffel Selleriekörner und einen halben Teelöffel Kurkuma. Kurkuma ist gesund und gibt eine schöne Farbe. Verglichen mit dem Ursprungsrezept habe ich die Zuckermenge bereits reduziert. Es ist ein süßes Gurkenrelish und der Zucker mildert die Säure des Essigs, der wiederum für die Konservierung benötigt wird. Wer weniger Zucker verwenden will, möge das bitte so handhaben, wie er es für sich vertreten kann. In diese Mischung gebe ich die vorhin abgespülte und abgetropfte Gemüsemischung und lasse sie aufkochen. Sobald sie kocht, lasse ich sie 7 Minuten vor sich hin köcheln, wobei ich ab und zu umrühre, damit sich die Hitze im Topf gleichmäßig verteilt. In dieser Zeit nehme ich die Gläser aus dem Topf und stelle sie bereit. Das Relish wird eingefüllt. Der Deckel aufgesetzt, zugedreht und dann nochmal richtig fest verschlossen. Anschließend gebe ich die Gläser nochmal in meinen Topf mit dem heißen Wasser und lasse sie 5 Minuten kochen, um sicherzugehen, dass sich ein Vakuum bilden kann. Nach 5 Minuten stelle ich die Hitze ab und lasse sie im Topf oder auf der Arbeitsfläche unter einem Handtuch abkühlen. Dass die Gläser ein Vakuum gezogen haben, kann man daran erkennen, oder besser gesagt erfühlen, dass sich der Deckel ganz leicht nach unten verzogen hat, also ganz leicht konkav ist. Und so sieht das Relish aus. Das Relish ist süß-sauer und passt sehr gut auf Roastbeef und das finde ich sehr praktisch, denn immer habe ich nicht Mayonnaise zur Hand oder Appetit darauf.
Man kann es für Hotdogs verwenden oder aber einem Hühner- oder Thunfischsalat etwas Pep verleihen. Vielleicht probiert ihr dieses Rezept ja einmal aus. Die Zutatenliste habe ich hier zusammengefasst. Für das süße Gurkenrelish benötigt man ungeschält 800 Gramm Gurken, das ergibt ungefähr 500 Gramm Gurken geschält, 200 Gramm Paprika, 200 Gramm Zwiebeln, 50 bis 100 Gramm Selleriestangen, 35 Gramm grobes Meersalz, 150 bis 200 Gramm Zucker, 200 Milliliter Essig, ein Esslöffel Senfkörner, einen halben Teelöffel Selleriekörner und einen halben Teelöffel Kurkuma. Bitte vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit! Hello and welcome to my kitchen. In this video I show how I make a cucumber relish. Since the cucumbers soak in the salt solution overnight, it's best to start preparing them the night before. The cucumbers, around 800 gram, are peeled, although you can leave a few green stripes to lighten the colors. The cucumbers are halved lengthwise and the watery seeds are removed. You have about 500 gram left. Now they have to be finely diced, that means cut into cubes with an edge length of 1 millimeter. You can do this by hand or you can put them in a food processor. This doesn't make perfect dice, but it saves infinite time. Then 200 gram of onions are finely diced. For the sake of my eyes, I also use the chopper for this. On the one hand, you have to make sure to pre-cut the onions roughly so that they can be caught by the machine's knives, and on the other hand, you must not let the motor run for too long so that you don't end up with a pulp. The same applies to the 200 gram peppers, which is roughly equivalent to one large pepper. The peppers foam up a little in the chopper, but that doesn't matter. Depending on your preference, add 50 to 100 gram of celery stalks. Celery goes very well with meat and gives it a heartier taste. Since I only use a small amount of celery, I cut it by hand because the machine fails if the amount is too small. I put all ingredients in a bowl and now add 35 gram of coarse sea salt and stir it in. The salt removes moisture from the vegetables and must therefore be left for 10 hours or overnight. To avoid plastic, I cover the bowl with a plate and put it in the fridge. The next day I first prepare the jars. I put water in a pot and into it I put my jars, lids and later the filling aid. I let everything boil and simmer for at least 10 minutes so that it can become sterile. The cucumber mixture is placed in a colander and rinsed. In a pot I put 150 grams sugar, 200 ml vinegar, as well as 1 tablespoon mustard seeds, half a teaspoon celery seeds, and half a teaspoon turmeric. Turmeric is healthy and gives a beautiful color. Compared to the original recipe, I have already reduced the amount of sugar. It is a sweet pickle relish and the sugar tempers the acidity of the vinegar, which in turn is needed for preservation. If you want to use less sugar, please do so in a way that suits you best. I add the previously rinsed and drained vegetable mixture to this mixture and let it boil. Once it boils, I let it simmer for 7 minutes, stirring occasionally so that the heat is evenly distributed throughout the pot. During this time, I take the jars out of the pot and put them ready. The relish is poured in. The lid is put on, screwed on,
and then sealed really tightly. Then I put the jars back in my pot with the hot water and let them boil for 5 minutes to make sure that a vacuum can form. After 5 minutes I turn off the heat and let it cool in the pot or on the counter under a towel. You can tell, or rather feel, that the jars have drawn a vacuum from the fact that the lid has warped down towards very slightly. That means it is very slightly concave. And this is what the relish looks like. The relish is sweet and sour and goes very well with roast beef or with other cold meat. I find it very practical because I don't always have mayonnaise on hand or have an appetite for it. You can use the relish on hot dogs or add some pizzas to a chicken or tuna salad. Maybe you will give this recipe a try. I have summarized the list of ingredients here. Please don't forget to give me a thumbs up and subscribe to my channel. Have fun cooking, and as always, bon appétit!